willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal der Modellbau. Ich bin der Sven und heute wird es weiter am Peugeot 205 GTI von XO Collections weitergehen. Im ersten Teil, beziehungsweise auch in der Vorstellungsrunde, haben wir ja schon die Ausgabe 1 schon verbaut. Die Teile habe ich immer noch im Blister drin, da kann nichts passieren. Und heute wird es darum gehen, dass wir Ausgabe 2 bis 4 verbauen werden. Da wird es ausschließlich um die Frontteile gehen und wir werden auch das erste Rad montieren. Ich zeige euch mal die Teile, und zwar haben wir hier die Ausgabe 2, wo wir auch das Lenkrad bekommen. Dann haben wir die Ausgabe 3, da haben wir die Frontlippe und auch da werden wir ein paar Scheinwerfer einbauen, also die Nebelscheinwerfer. Und in Ausgabe 4 werden wir das Rad montieren. Ich werde gar nicht so auf die Hefte drauf eingehen weiter. Das habe ich ja auch schon in der Vorstellungsrunde gemacht. Da habe ich euch ja die Hefte von 2 bis 4 gezeigt. Und da mein Französisch ja nicht wirklich sehr gut ist, eigentlich kann ich kein Französisch, sagen wir es mal so. Also sehr schlecht. Und da würde ich sagen, ich hole euch jetzt einfach ein bisschen dichter ran und wir werden das Ganze montieren. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Als erstes brauchen wir die zwei Teile. Ich nenne das jetzt mal Zierstreifen. Der wird hier vorne so draufgesetzt und wird in die Löcher nur so reingeklickt. Ein bisschen ziehen, dann kriegt man das auch schön rein. So, das wäre das erste, was wir machen sollten. Und jetzt brauchen wir das Nummernschild. Das wird hier vorne draufgesetzt und soll halt andersrum. Schauen wir mal in der Anleitung. Ja, genau so. Genau so kommt das ran und soll von hinten jetzt mit zwei AB-Schrauben verschraubt werden. So, da haben wir das Nummernschild auch befestigt. Und jetzt sollen wir uns um das Lenkrad kümmern. Und dazu brauchen wir auch diese Lenkstange. Und dann bekommen wir noch so ein kleines Teil. Und zwar wird das Ganze hier reingesetzt und soll dann mit zwei AM-Schrauben verschraubt werden. So. Schauen, ob wir das gleich treffen. Ja, schaut gut aus. So, dann machen wir noch auf die andere Seite die Schraube rein. So, damit ist das jetzt auch fest. Ich glaube, ein bisschen zu fest. Weiß nicht, ob man das dann noch bewegen soll. Lässt sich gar nicht mehr bewegen. Jetzt müssen wir mal schauen. So, hier machen wir es ein bisschen locker und dann soll das laut Anleitung so nach oben schauen. So. Jetzt brauchen wir das Lenkrad und da sollen wir die Lenkstange mit befestigen. Da ist hier eine einmal so abgeflacht. Das wird hier so reingesetzt und soll jetzt innen mit einer AM-Schraube verschraubt werden. So. Und zu guter Letzt haben wir hier noch
dieses eine Teil, wo GTI draufsteht, genau. Und das wird dann hier so draufgesetzt. Und damit ist das Lenkrad auch fertig und damit Ausgabe 2. Und jetzt schauen wir mal, was man da Ausgabe 3 machen dürfen. Als nächstes bekommen wir hier unsere Frontlippe. Dazu bekommen wir dieses Gitter und das sollen wir hier hinten so einsetzen. Und das Ganze soll jetzt mit 2 BM-Schrauben verschraubt werden. Lassen sich auch sehr gut reinschrauben. Also zumindest die eine. Jetzt schauen wir mal, ob die zweite auch sich so schön reinschrauben lässt. Ja, also in die Schraublöcher, in das Gewinde ist keine Farbe reingekommen. Also lässt sich wunderbar verschrauben. Somit haben wir jetzt das Gitter befestigt. Als nächstes sollen wir die 2 Scheinwerfer montieren. Und zwar bekommen wir hier so ein gelbes Glassichtteil. Und da ist einmal hier innen so abgeflacht und auf der anderen Seite ist komplett gerade. Und diese Seite soll jetzt hier vorne so drauf kommen. So, und das wird jetzt verschraubt. Hoppala. Verschraubt wird es jetzt mit jeweils 2 PP-Schrauben. Die sind sehr klein und dazu haben wir einen kleinen Schraubendreher bekommen. Der auch sehr gut funktioniert, weil die Schrauben sind wirklich sehr, sehr klein. So. So, damit haben wir den ersten Scheinwerfer fertig und das machen wir jetzt bei dem zweiten auch. So, die Scheinwerfer sind jetzt komplett fertig und bevor wir die einbauen, bekommen wir hier noch so eine Öse. Das ist der Abschlepphaken. Der wird hier vorne so reingesetzt. So. Okay. Und das wird jetzt verschraubt mit einer AM-Schraube. So. Jetzt können wir hier unsere Scheinwerfer einsetzen und zwar kommen die jeweils links und rechts. Hier wurde nichts beschrieben von wegen linke oder rechte Seite. Und das Ganze wird jetzt von hinten verschraubt mit jeweils 2 AB-Schrauben. So, die erste sitzt schon mal. Nehmen wir noch die zweite. Dann haben wir den ersten Scheinwerfer schon drin und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Die Scheinwerfer sitzen drin. Jetzt bekommen wir hier noch 2 solche Halterungen und da ist einmal angegeben mit L für links und auf der anderen Seite rechts für, also R für rechts und die werden dann hier hinten rangesetzt. Und zwar haben wir einmal rechts, das wird dann hier so drauf gesetzt. So. Und das Ganze wird jetzt mit 2 BM-Schrauben verschraubt. So, Nummer 1. Jetzt brauchen wir noch die zweite.
Somit haben wir die erste Halterung dran und die linke kommt genauso ran. Die zwei Halterungen sitzen jetzt fest und somit haben wir unsere Frontlippe fertig. Und jetzt haben wir noch die Ausgabe 4 und da werden wir das erste Rad montieren. Hier haben wir unseren Reifen und unsere Felge. Bevor wir die Felge in unseren Reifen einsetzen können, müssen wir den warm machen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir das hier reinkriegen. Irgendwie. Geht recht straff. Tja, wie soll das jetzt funktionieren? Auf jeden Fall laut Anleitung, so wird das hier reingesetzt. Das kenne ich ja schon vom VW Bulli, den ich gemacht habe. Da mussten wir auch den Reifen ja, warm machen, aber da ging das besser, finde ich. Also es geht schon ordentlich straff. Ich mache das mal schnell hinter der Kamera. So, der Reifen ist jetzt auf der Felge drauf. Ich habe den Reifen ca. 15 Minuten in heißes Wasser eingelegt. Hat auch nicht so wirklich funktioniert. Dann habe ich ein bisschen Öl drum gemacht und mit viel Kraftaufwand ging dann die Felge auch drauf. Hier hätte ich mir gewünscht, dass die Felge vielleicht zweiteilig ist, so wie es beim Manta ist. Aber ja, wie gesagt, mit viel Kraftaufwand kriegt man den Reifen auch auf die Felge. Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Ring. Den tun wir hier so rein. Und dann bekommen wir noch die Abdeckung. Und das drücken wir jetzt hier erstmal so drauf. Und ja, soll noch nicht drauf, aber ich mache es drauf, so dass mir das halt nicht von Hand kommt, so dass ich es halt nicht verliere. Ja, damit ist Ausgabe 2 bis 4 vom Peugeot 205 fertig. 2 bis 4 ist jetzt vom Peugeot 205 verbaut und ich habe mir jetzt mal das Heft Nummer 5 rausgesucht. Und zwar sind da nämlich die Bauschritte 5, 6, 7 und 8 drin, wo es dann hauptsächlich nur um den Motor geht. Wie ich das dann in den einzelnen Videos aufschlüssel, das muss ich mal schauen. Werden wir das mal in Ruhe anschauen. Vielleicht können wir sogar 5 bis 8 in ein Video verpacken. Ansonsten werde ich eventuell 5 und 6 und 7 und 8 jeweils ein Video machen. Und ja, haben wieder allerhand geschafft. Ich bin immer noch sehr überzeugt von diesem Modell. Es macht wirklich sehr viel Laune und Spaß. Die Internetseite seht ihr unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal drauf gehen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, schöne Zeit, bleibt mir vor allem gesund. Bis dahin, tschüss, euer Sven.